Suzuki ist kaputt gegangen. Leider war es kein Albtraum. Wir mussten das Motorrad vor Ort zerlegen, Stück für Stück, und konnten danach endlich weiterfahren. Jetzt sind wir unterwegs mit einem Auto und nur noch einem Motorrad. In der Nacht erreichten wir Xi'an, eine Stadt bekannt für ihre Geschichte und Kultur. Vor den Toren der Stadt steht eines der bedeutendsten Zeugnisse Chinas, die Terrakotta-Armee. Unzählige tonerne Soldaten, die das Grab des ersten Kaisers bewachen. Ein Sinnbild seiner Macht, seiner Größe und seines Erbes. Ein beeindruckender Ort, der Menschen aus aller Welt anzieht und auch uns tief berührt hat. Doch die Reise geht weiter. Wir verlassen Xi'an und fahren hinein in ein ganz anderes China. Viel bewohnter, viel dichter bebaut als die Regionen zuvor. Die Landschaft verändert sich und wir erreichen den Anfang des Dschungels. Eine beeindruckende Landschaft, aber auch ein neues Klima, neue Bedingungen, neue Herausforderungen. Unser Ziel, Chengdu, eine Stadt mit über 21 Millionen Einwohnern. Doch bis dahin liegt noch eine tagelange Fahrt vor uns, mit Polizeibefragungen, langen Etappen und wie so oft unerwartet freundliche Menschen. So, guten Morgen. Wir haben uns jetzt entschieden, nochmal eine Nacht hier im Hotel zu bleiben, also gestern, weil das dann doch echt spät wird mit der Terrakotta. Und ja, es war nochmal schön, im Bett zu schlafen, eine Dusche zu haben. Es ist halt auch echt billig hier für irgendwie 3 Euro pro Person. Ja, jetzt packen wir unsere ganzen Sachen. Es ist schon Vormittag, dann geht es gleich für uns auf die Autobahn. Wir sind jetzt wieder einen Tag hinter dem Zeitplan. Das heißt, wir müssen theoretisch heute 800 Kilometer fahren. Das werden wir niemals schaffen, weil wir versuchen einfach mal so viel wie möglich zu machen. Deswegen geht es gleich auf die Autobahn, immer in eine Richtung, Richtung Süden. Richtung Laos. Die nächste große Stadt, die wir jetzt anpeilen, ist Chengdu. Da ist dann auch die Agency, da werden wir den Guide nochmal treffen. Und da haben wir uns ein paar Sachen hinbestellt, die wir dringend brauchen. Aber jetzt heißt es erstmal auf die Autobahn kommen. Hoffentlich werden wir überhaupt draufgelassen wieder von den Zollstationen. Und in der nächsten Provinz dürfen wir wieder nicht Autobahn fahren. Das heißt, dann geht es wieder auf die Landstraße. Es wird wieder eine absolute Katastrophe. Das heißt, heute heißt es den ganzen Tag Motorrad fahren und irgendwie Strecke machen, um wieder den Plan aufzuholen. Okay. Okay. Wir sind schon seit 50, 60 Kilometern unterwegs, oder schon mehr. Das Krasse ist, diese Städte hören einfach nicht auf. Es gibt eine Stadt nach der anderen. Das ist unfassbar. Also hier in diesem Gebiet, wo wir gerade sind, leben wahrscheinlich mehr Menschen wie in Bayern, Baden-Württemberg zusammen. In diesen Städten, wo wir gerade durchfahren, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wahrscheinlich halb Deutschland wohnt hier. Das ist krass, diese ganzen Wohnblocks hören einfach nicht auf. Schon wirklich kilometerlang. Das ist so krass. Das ist auch wirklich heiß. Der Verkehr ist auch ein bisschen schleppend, aber besser, wenn man sich vorstellt, für so viele Einwohner. Und ja, wir haben 39 Grad. Jetzt ist ein Lüfter kaputt gegangen, da ist das Motorrad voll überhitzt, weil mir ist der Schalter geschmolzen. So heiß es ist. Und ja, hat nicht mehr funktioniert. Motorrad ist halt voll überhitzt. Jetzt haben wir schnell auf Push so einen kleinen Schalter hier eingebaut. Der Lüfter läuft jetzt wieder, das heißt, wir können weiterfahren. Wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber Hauptsache, wir haben jetzt hier aus diesem Stadtgebiet raus, wenn es überhaupt irgendwann mal aufhört, weil das bezweifle ich gerade, dass überhaupt mal die Stadt hier aufhören. Das ist schon krass, wenn man halt gefühlt 2 Stunden nur an Wohnhäusern und Hochhäusern vorbeifährt, ohne mal
ja, eine Stadtgrenze gesehen zu haben. Ein Anblick, den wir so noch nie erlebt haben. Gigantische Wohnblöcke reihen sich aneinander, Block an Block. Alle in ähnlichen Farben, alle in ähnlichen Formen. Wohnungsbau in China, in einer anderen Dimension, wie wir sie bisher in keinem anderen Land gesehen haben. Stundenlang fahren wir in diesen riesigen Gebäuden vorbei und kommen aus dem Staunen kaum raus. Doch wir fragen uns, wie das Leben in einer dieser Blöcke wohl ist, umgeben von hunderten identischen Türmen, von Straßen, Hochhäusern und Autobahnen. Es wirkt, als gäbe es kaum Platz für Farben, kaum Raum für eigene Ideen oder Individualität. Eine spektakuläre, aber auch merkwürdige Kulisse. Alles wirkt gleich und doch perfekt, gepflegt und sauber. Ordnung bis ins kleinste Detail. Doch irgendwann lassen die großen Städte hinter uns. Der Verkehr wird weniger, die Straßen leerer. Am Horizont tauchen Berge auf. Langsam verändert sich das Bild. Die Landschaft wird grün, dicht bewachsen, fast unberührt. Eine Natur, wie wir sie noch nie bisher gesehen haben. So, wir haben uns angehalten zu einer Pause. Wir haben jetzt absolut das Gebiet gewechselt hier. Also die Natur hat sich komplett verändert. Wir haben auch neue Freunde kennengelernt, wie immer, aber schaut euch mal diese Natur an. So was haben wir noch nie erlebt. Wirklich noch nie waren wir in so einer Natur drin. Es ist richtig dschungelmäßig, alles nass, Wasser, Regen, überall Flüsse, alles Bäume, die wir noch nie gesehen haben. Die Luft ist auch ganz anders, es hat sich alles komplett verändert. 打个招呼，国际友人骑行到中国来了，还有保障车，但是他不会讲中国话呀。邮箱。一起。Hi. Hello，你是干嘛过来的？ No Chinese English. Doch nicht nur die Landschaft soll sich verändern, auch das Wetter. Zum ersten Mal seit Wochen erleben wir wieder Regen, aber nicht nur einmal. Das Wetter wechselt ständig, von Sonne zu Regen, zurück zur Sonne und dann in schweren Starkregen. Trotzdem, dieser Anblick ist unglaublich schön. Für uns fühlt es sich jetzt so an, als wären wir wirklich weit gekommen. Wir haben die Wüste durchquert, die Steppen hinter uns gelassen, die grünen Felder durchfahren und jetzt stehen wir am Anfang des Dschungels. Es fühlt sich an, als wären wir wirklich am anderen Ende der Reise angekommen. Wir kommen unserem Ziel immer näher und zum ersten Mal seit Tagen scheint es, als hätten wir das Pech der letzten Zeit endlich abgelegt. Wir freuen uns darauf, auf das, was jetzt kommt. Ein Tankstellenrastplatz. Ja, das sind halt die einzigen Stopps, die wir machen. Ja, die machen wir kurz Pipi-Pause und Tankpause und kurze Trinkpause. Und dann ja, geht's weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt unser Tagesziel erreicht. Hangzhou, die Stadt, die hier um die Ecke ist, wäre unser Tagesziel für heute. Wir hängen aber einen Tag hinterher, deswegen wollen wir Strecke machen. Das nächste Ziel ist Duanhang, nee, Chengdu ist das nächste Ziel und das sind jetzt von hier noch 500 Kilometer. Das heißt, wir fahren jetzt einmal in die Nacht rein, gucken, wie viel Strecke wir machen können. Da müssen wir unbedingt ankommen, da wollen wir auch noch mal Pause machen. Da sind jetzt unsere Pakete und unsere Ersatzteile sind jetzt da angekommen. Aber erstmal Pipi-Pause, dann Tankpause und dann geht es weiter auf die Autobahn. In der nächsten Provinz, die jetzt auch gleich anfängt in 30 Kilometern, dürfen keine Motorräder mehr auf die Autobahn. Das heißt, wir werden wieder mit den Mautleuten streiten. Wahrscheinlich werden wir halt nicht draufgelassen und dann können wir wieder Landstraße fahren die ganze Zeit. Erstmal auf Toilette. Zum heutigen Tag habe ich noch nicht verstanden, was diese Sachen hier sein sollen. Man kann sie überall kaufen. Wirklich jeder kleine Laden verkauft diese Dinger. Das ist alles irgendwelches Fleischzeug. Aber ich weiß nicht, was ist das? Das sind Hühnchenbeine, die erkennt man. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann man wirklich überall kaufen. Aber einen Kaffee gibt es nirgendwo. So, wir sind jetzt hier in Sichuan. Das ist dieses eine Bundesland, was am allerstrengsten ist, was Motorräder auf der Autobahn angeht. Also ich bin hier überhaupt nicht erlaubt zu fahren. Wir fahren jetzt trotzdem weiter auf der Autobahn. So lange, bis uns jemand erwischt und uns runterschmeißt, weil die Landstraße dauert einfach dreimal so lang wieder. Das ist jetzt einfach eine Katastrophe. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal bis nach Chengdu zu fahren. Das sind 380 Kilometer noch von hier an, also dauert noch echt eine Ewigkeit.
So, Tankstelle uns kein Benzin verkaufen, weil ein Motorrad ja hier nicht fahren darf auf der Tankstelle. Das ist halt richtig ärgerlich und richtig umständlich. Wir haben aber genug Spritreserven dabei, um zur Stadt zu kommen. Tanken wir es einfach rein, hoffentlich kriegen wir keinen Ärger. Okay. Ist voll? So Leute, das war wahrscheinlich der stärkste Regen, den wir bis jetzt auf unserer Reise hatten. Gerade er im Auto saß, hatte ich richtig doll Spaß draußen, während die LKWs vorbeibrettern. Ja, Problem ist, es ist halt alles nass, weil die Afghanen unsere wasserdichten Säcke und so geklaut haben. Da sind unsere Isomatten, unsere Schlafsäcke drin. Das ist zum Beispiel mein Schlafsack hier ganz vorne und da kann ich halt das Wasser so rausdrücken. Aus meinem Schlafsack. Ja, es ist halt nicht mal wenig Wasser da drin. Ja. Das heißt, Campen ist gestorben, weil sonst werden wir einfach nur ganz dolle krank, wenn wir jetzt in das Zeug reingehen. Ja. Wahrscheinlich wird es dann eh nochmal regnen. Plus halt Klamotten, Schuhe, alles nass. Das heißt, auf dem Reifen läuft es raus. Ja, echt blöd. Ich habe bestimmt auch in meinem Billo Kaputtkoffern, da habe ich bestimmt auch Wasser drin in den 2 Dingern. Das heißt, jetzt mal eine Lösung finden. Ja, wo wir pennen. Und wie? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ja, uns ist entschieden, ins Hotel zu gehen, wir müssen die Autobahn verlassen. Hinter mir ist das Hotel. Ist wieder so ein billiges Ding für 4 Euro pro Person, also geht echt klar. Einfach aus dem Grund, dass wenn wir jetzt mit unseren nassen Sachen, ist ja wirklich alles nass und nicht nur ein bisschen nass, sondern komplett nass. Wenn wir jetzt das Zelt irgendwo aufschlagen, zelten, dann auch noch mal ein Regen kommt, dann sind wir auf jeden Fall krank. Ist so auch schon ziemlich kalt, deswegen gehen wir jetzt ins Zelt, versuchen mal die Sachen zu trocknen über Nacht. Und dann geht es morgen auf der Landstraße weiter, auf die Autobahn dürfen wir jetzt nicht mehr. Ja, gucken wir uns mal das Zimmer an, wie das aussieht. So, wenn wir jetzt gerade am Einchecken waren, mein ganzes Zeug zusammensuche, weil wir auch eigentlich schon eingecheckt sind, wir haben auch schon bezahlt und alles, und es ist eine Liste eingetragen, als der Hotelbesitzer die Polizei gerufen, warum auch immer, macht man halt so beim Einchecken, ist ja völlig normal. Auf jeden Fall befragen die uns jetzt gerade, die befragen gerade den Markt. Ja, und super nice. Wie viel Uhr haben wir? 2 Uhr nachts, wenn man einfach nur ins Bett will. Ask you some questions. Yes, of course. You say you have three people. Yes. So, what's your transport way? So, Yeah, motorbike. the 3 people. So, It's 2 motorbike and 1 car. so where's the car? It's parked there on the street. So what type of car is the SUV or It's the a camper van. camper van? Yes, we are traveling. Just the one motorway and 2 motorbikes and 1 camper van. 2 motorbike. 1 bike is in the van. Okay. Ja, Kontrolle dauert immer noch.
Wird wahrscheinlich auch länger dauern, es ist noch gar kein Ende in Sicht, die telefonieren die ganze Zeit rum und sowas. Warum auch immer. Eigentlich will ich nur aus meinen nassen Klamotten raus. Ich fühle mich hier nämlich einen Arsch, aber wir dürfen halt noch nicht rein und hier auf der Straße will ich jetzt auch nicht blank ziehen vor der Polizei. Ja, ist auch schon fast 3 Uhr nachts. Jo. Aber wir haben uns jetzt, wir holen jetzt einfach mal Bier und hocken uns jetzt hier und trinken Bier, weil ich glaube, was authentischeres könnten 3 deutsche Touristen nicht machen in China, bis sich jetzt hier nachts hinzusetzen und einfach ein Dosenbier zu trinken. So, wir sind jetzt wieder aufgewacht. Ich stehe jetzt wieder vorm Hotel draußen. Das war ein ganz kurzer Aufenthalt. Uns hat der Besitzer aufgeweckt, oh, das ist ein Regentropfen auf der Kamera, dass wir raus müssen. Das müssen wir mal in der Nacht extra bezahlen, nachdem wir gestern um 12 Uhr hier ankamen, was eigentlich einmal so spät ist. Und dann mit der Polizei und allem, das hat ja so um die 4 Stunden gedauert oder so. Wir waren erst um 4 im Zimmer. Ja, regnet. Richtig tolles Wetter, mal wieder. Immer noch alles nass. Sollen wir gerade hier auschecken. Jetzt hat er gemeint, dass er nochmal die Polizei ruft. Die wird jetzt nochmal vorbeikommen. Nochmal mit uns reden. Ich hoffe, das dauert nicht so lang. Aber vielleicht hat er nach der Regen aufgehört. Der Regen wird safe nicht aufhören. Das wird jetzt erstmal länger so bleiben, glaube ich, mit dem Wetter. Naja, dann können wir wieder auf die Polizei warten, bis sie da ist. Und dann können wir auf der Landstraße weiterfahren nach Chengdu. So, wenn wir jetzt der Polizei die ganzen Fragen nochmal beantwortet haben, zum 3. oder 4. Mal dürfen wir jetzt los. Wir fahren jetzt auf der Landstraße, die Honda läuft zum Glück, hat keinen Schaden vom Regen bekommen, außer ein Außentemperatursensor, der ist kaputt gegangen. Wir dürfen jetzt nur auf der Landstraße fahren, das heißt, wir werden so 5-6 Stunden brauchen für die Strecke nach Chengdu. Da wollen wir erstmal ein paar Tage bleiben, das ist eine große Stadt, wir müssen auch noch viel besorgen. Und ja, es geht dann mal los für Nachmittag, wir haben alle auch schon Hunger. Mal gucken, ob wir kommen, aber ich denke, wir werden nicht vor Nacht auf jeden Fall ankommen. Und so beginnt ein neuer Tag. Inzwischen sind wir in der Provinz Sichuan angekommen. Eine Region, in der Motorräder wieder nicht auf die Autobahn dürfen. Also fahren wir auf der Landstraße, über kleine Wege, durch Dörfer und kleine Städte, vorbei an einer immer grüner und dichter werdenden Natur. Es ist ein völlig anderes China wie nur vor 2 Wochen bei der Einreise. Und obwohl wir nur langsam vorankommen, können wir die Umgebung genießen, die Pflanzen, die Gerüche, die frische und die feuchte Luft. Wir haben es geschafft, nach Ewigkeiten mal unser Mittagessen zu bestellen. Es ist schon fast 16 Uhr. Wir haben noch gar keine Strecke geschafft. Aber ohne Mampf kein Kampf. Ja, aber mal wieder richtig schwere Bestellung. Jetzt wird mal Reis gegessen, keine Nudeln. Wir haben echt mal wieder geschafft, 20 Minuten für die Bestellung zu brauchen. Das werden wir gefilmt. Hi. Wir haben echt ewig lang für die Bestellung gebraucht, bestimmt 20 Minuten, obwohl es eh nur dieses eine Gericht gab. Echt magisch. Auf jeden Fall jetzt was lecker essen, dann weiter in die Stadt fahren. Jetzt haben wir eine ganz besondere Toilette gefunden. Ich habe keine Tür mehr. Das ist schon echt krass. Ich war mal in der Toilette, ist der Glotzesanleger hin. Echt? Ja. Nice. Richtiger Toilettenkante. Getarnt als Kackhaufen. Springt in den Arsch rein. Ja, nices Klo auf jeden Fall. Am Nachmittag aber spüren wir die letzten Tage. Der wenige Schlaf, die Anstrengung und die Hitze. Unsere Körper sind erschöpft. Kopfschmerzen und Müdigkeit, bis es irgendwann nicht mehr weitergeht. Wir halten in einer kleinen Stadt, einfach am Straßenrand, und erleben wieder einmal chinesische Gastfreundschaft von ihrer schönsten Seite. Kleine Gesten, ein paar Wörter, ein Lächeln, und plötzlich fühlt es sich an, als wenn er wirklich willkommen. Die Landschaft ist einfach so wunderschön hier. Diese grünen Felder, diese Natur, diese unfassbar frische Luft, aber auch diese hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist wie wenn man in so einen botanischen Garten reingeht und in diesen Glaskugeln diese Tropikpflanzen sind. Da ist auch so eine geile Luft. Das ist wie überall, die Luft ist so richtig schön. Doch auch am Abend geht es uns nicht besser. Also entscheiden wir uns, die Fahrt nach Chengdu abzubrechen und in der Stadt ein kleines Hotel zu suchen. Und auch hier begegnen wir wieder einem Menschen, so herzlich und hilfsbereit, dass uns einmal mehr klar wird, wie besonders dieses Land und seine Menschen wirklich sind.
哦，你那个都吃了，摸到条，还自己放到里面去。哦，还自己放到里面去。OK。是到什么地方玩？不是说这个意思。我们现在将定格的是就是说的这个。我说是，我跟人交流，交流。太听到。能听懂这个还是可以。Und jetzt hier in irgendeinem Vorort von Chengdu. Wir haben uns entschieden, nicht mehr weiterzufahren, weil einfach alle ziemlich fertig sind, Kopfschmerzen und so. Also A ist ja ein anderes Klima hier, es ist komplett anders. Und B sind wir gestern echt erst um 4, 5 ins Bett gegangen. Das spürt man in den Knochen und der Verkehr hier ist halt voll herausfordernd. Da darf man halt echt keine Fehler machen. Deswegen sind wir jetzt irgendwo da hinten in so einer Absteige drin. Aber echt lustiges Hotel, zeigen wir euch später. Jetzt geht es erstmal in den Supermarkt rein und von der Straße runter. Irgendwas Kleines zu essen, trinken kaufen, vielleicht sogar noch ein Bier und dann ja, noch Essen bestellen auf jeden Fall. Glaube ich, ist besser so, man muss sich nicht körperlich ans Limit pushen, weil sonst wird man erst recht krank und ja, mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Sieht auf jeden Fall schön chaotisch aus. Der Marc sieht inzwischen aus wie ein richtiger Van-Fahrer. Ja, und ich immer noch überall rumstiefeln darf. Das ist das Hotel von außen. Ist noch voll die Gitterstäbe dran, ey. Das ist krass, mir gar nicht aufgefallen. Ja, auf jeden Fall ist das die Lobby. Da steht die Honda. Da ist der Marc. Wartet schon zum Hochgehen. Auf jeden Fall hat er angeboten, dass das Motorrad reinstellen kann. Richtig nett. Nimmt auch eigentlich die ganze Lobby ein. Ich glaube, der freut sich. Der war richtig entzückt über den Anblick von dem Motorrad. Wir jetzt mal hoch, dringend duschen. Wir sind komplett durchgeschützt. Luftfeuchtigkeit hier ist echt mächtig anstrengend. Willkommen in unserem Hotelzimmer. Das ist jetzt unser trautes Heim für eine Nacht. Marc packt schon aus zum Trocknen. Ja, hier wieder ganze Sachen wieder uns wegschimmeln. Hier werden wir 3 heute Nacht schlafen. 3 Bettchen mit schönen Fleckchen. Aber ist ja halb so wild. Die haben ja einen nassen Schlafsack zum drin schlafen. No. Kein Problem. Was echt verrückt ist, in China darf man einfach überall rauchen. Es wird auch überall geraucht. Das ist richtig wild. Wenn man sich das anschaut, neben jedem Bett ist einfach ein Aschenbecher. Die sind richtig ranzig. Hier ist ein Aschenbecher. Überall. Auch in den Autobahnrasthöfen und Supermärkten drin wird überall geraucht. Selbst hier unten bei der Rezession wurden uns direkt Zigaretten angeboten. Jeder hier bietet dir Zigarette an. Das ist unser Bad. Da ist Toilette und Dusche vereint in einem. Recht smart gelöst, weil sowohl das Klo ist halt sowohl Klo als auch Ablauf für die Dusche. Also sehr effizient, würde ich mal sagen. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr haben wir nicht. Aber ist recht nice für eine Nacht. Wir zahlen auch wieder nur 3 Euro pro Person, also kann man sich gar nicht beschweren. Und dann mal gucken, wo wir morgen in der riesigen Stadt dann landen werden. Ja. Oh, guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt aus dem Hotel wieder draußen. Da ist es. Heute Nacht hat es richtig stark geregnet. Sieht aus, dass es noch ein bisschen nass ist hier. Es war wieder so ein richtiger Monsunregen. Das Wasser kam runter wie eine Wand. Ey, das war auch so laut. Ich war echt froh, dass das Motorrad jetzt im Hotel drin stand. Weil von dem Regen gestern ist immer noch alles nass. Ist immer noch die Schlafsäcke nass. Die ganzen Klamotten da sind nass. Und ja, hier am Reifen steht auch noch volles Wasser drin, wie man sehen kann. Naja, wir fahren jetzt in die Stadt Chengdu. Die restlichen 60 Kilometer, die wir gestern nicht geschafft haben, suchen uns da wieder ein Hotel. In der Stadt haben wir recht viel zu tun. Wir sind ja 2 Tage jetzt nach dem Zeitplan, das ist aber kein Problem. Wir haben ja diese 6 extra Tage bekommen. Ja, müssen wir recht viel machen. Fahren wir einfach mal los, gucken, wie lange es jetzt dauert der Weg. Hier durch die kleinen Vororte und Dörfer durch und dann ja, suchen wir uns wieder ein Hotel. Hoffentlich ein bisschen schöneres. Da bleiben wir dann, glaube ich, 2 Nächte in Chengdu, müssen wir mal gucken und dann ja, haben wir wirklich viel zu erledigen da. Marc muss Öl kaufen, ich brauche einen Reifen und wir haben uns ja recht viele Pakete dahin schicken lassen. Ja, mal schauen, was der Tag heute so bringt. Und so beginnt der letzte Abschnitt unserer Fahrt nach Chengdu. Wir lassen die kleinen Dörfer und Vororte schnell hinter uns und finden uns wieder auf perfekt ausgebauten, mit Blumen und Bäumen geschmückten Straßen. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte unserer Strecke durch China geschafft. Ein riesiges Stück liegt hinter uns. Bald tauchen sie wieder auf. Die endlosen Reihen aus Wohnblöcken und Hochhäusern. Baustellen, neue Straßen.
Eine Stadt so gewaltig groß, dass sie kaum zu begreifen ist. Über 21 Millionen Menschen leben hier und sie wächst immer weiter. Doch trotz all der Größe, all der Dimensionen scheint Chengdu ruhig, grün und entspannt. Der erste Eindruck ist genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten. Kein Chaos, keine Hektik, nur eine sanfte, lebendige Ruhe. Wir freuen uns endlich, in so einer Stadt zu sein. Ein Ort, der so anders ist als alles, was wir auf dieser Reise bisher gesehen haben. So, wir haben jetzt fast die Strecke nach Chengdu geschafft. Wir sind jetzt, glaube ich, schon in der Stadt drin. Da ist der Navi zu heiß geworden, deswegen haben wir jetzt hier neben so einer Mall oder sowas Pause gemacht. Es war trotzdem echt krass, wie das hier aussieht. Die ganzen Gebäude, wie die entstehen, gebaut werden. Riesige Blocks, das ist alles voller dieser Häuser. Das ist echt krass. Kann man null vergleichen mit Deutschland. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade hier Pipi gemacht. Als wir da Pipi gemacht haben, haben wir gesehen, dass es da ein McDonald's gibt. Und das ist natürlich jetzt sehr verlockend, wenn das Handy abkühlen muss, da noch eine Esspause zu machen. So, wir haben jetzt nach Ewigkeiten der Suche haben wir jetzt einen Decathlon gefunden. In diesem Mall-Konflikt, richtig nice. Und wir haben auch noch einen anderen Campingladen gefunden. Da so ein Camp 250. Auf jeden Fall richtig nice, weil wir sind im Land des Ursprungs. Also wenn wir hier jetzt nichts finden, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, dass wir echt ein Zelt finden könnten. Echt nice. In dem Zelt steht einfach das Wasser drin. Nice. Also auch ein fieser Regen. Ja. Wir haben uns jetzt hier leicht ablenken lassen von diesen wunderbaren Spielautomaten. Ich habe gerade eben schon verloren. Ja, immer beim Hochgehen, dann wackelt alles so und dann fliegt es runter. Jetzt mal schauen. Und... Oh. Das ist voll die Verarsche, ey. Ich habe was gewonnen. Ein volles tolle Tier auf jeden Fall. Der Marc hat noch nicht so viel Glück. Ich kann nicht dabei jetzt in die Spielsucht. Ich liebe das Spiel. Schaut euch das mal an, ne? Die steckt uns nicht weit. Aber das wird runterfallen, sobald es nach unten mit anfängt. Ein perfekter Griff. Oh. Ja! Oh, wie süß. Yeah, jetzt haben wir ein Team. Wir haben jetzt richtig abgeräumt. Wir haben jetzt vier Kuscheltiere haben wir jetzt. So ein Plastikscheiß. Ja, was machen wir jetzt damit? Cool. Doch nicht fake, die Automaten. Nee. Und voll die tollen Sachen auch noch. Yay! So, letztendlich im Hotel angekommen. In Chengdu, dieses Hotel hat unser Tourguide für uns gebucht. Ist ein richtig tolles Hotel. Und zwar, ja, es ist erstmal nur ein Bett für uns drei. Und B ist hier so eine Wunderbox. Da sind Kondome drin, Vibrator, Gleitgel, noch ein Vibrator und ein Rasierer. Das ist halt schon ein bisschen weird, ne? Ja. 2 Männer in einem Bett. Und damit, die an der Rezeption, die denken sich wahrscheinlich ihren Teil. Ja, es ist klar, für was dieses Hotel benutzt wird. Das ist glasklar. Was auch richtig schön ist, wir haben ein Fenster, wenn man da rausschaut, sieht man den Flur, das Nachbarzimmer, auch wenn man es gerade nicht so gut sieht. Aber ja, unser Fenster ist fake. Leider. Ja, komisches Hotel auf jeden Fall, ist auch recht klein. Das Gute ist, wir bleiben gleich 3 Nächte hier. Ja, also können wir uns mal bequem machen. Ja, wir sind jetzt unterwegs, das ist ein Außerhalb vom Hotel, wir haben das Hotel gefunden, das ist irgendwo, lass mich raten, in irgendeiner dieser Hochhäuser, werden wir es schon finden. Aber es ist echt krass, wie das hier aussieht. Es ist wirklich eine komplett andere Welt, wie die Sachen hier gebaut sind und wie die Menschen hier leben. Es ist auch schon echt tropisch. Ich liebe es an diesen Ländern, wenn es abends ganz richtig schön ruhig wird, richtig schön entspannt wird und man trotzdem so im T-Shirt rumlaufen kann. Es ist nicht kalt. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt 3 Nächte in unserem funky Hotel. Heute werden wir einfach nur einen ruhigen Tag machen. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen müde mitgenommen von dem ganzen Fahren. Einfach irgendwas zu trinken noch besorgen, Bierchen, da gibt es eine recht schöne Terrasse und was zu essen, einfach da bleiben, nochmal ein paar Geschäfte abklappern, wo es Sale ist und dann, ja, einfach morgen die Stadt unsicher machen, heute einfach mal ausruhen. Es gibt hier halt Pandas, will ich unbedingt sehen, diese Pandas, unbedingt, weil hier ist hier ist halt einfach eine Panda-Gegend und diese Chance, einen Panda mal zu sehen, darf ich nicht entgehen lassen. Ja, einfach mal was zu essen finden, Bierchen finden und dann, ja, mal gucken, ins Bettchen gehen und morgen halt dann ja, Chengdu besuchen.